Hallo miteinander. Ja, jetzt haben wir uns wirklich eine Weile nicht mehr gesehen. Also in einem Vlog zumindest. Es gab schon vereinzelt Videos auf dem Kanal, aber einen Vlog gab es jetzt wirklich schon lange nicht mehr. Der letzte Vlog kam am 17. Juli 2022. Ja, wir machen ohne Umwege mit diesem Vlog weiter. Um was geht es in diesem Vlog heute? Es geht darum, warum ich jetzt so lange nichts mehr gemacht habe. Da hat jetzt doch sehr viel in der Vergangenheit stattgefunden, dass ich jetzt keine Videos machen konnte. Es waren aber gute Ereignisse, also da brauchte ich jetzt keinen Kopf machen, was so in der Zwischenzeit auf dem Kanal passiert ist und was noch passieren wird und was uns noch so weiter einfällt, sehen wir im Laufe des Videos. Aber ich glaube, das Intro verzichten wir heute und wir machen sofort weiter. Aber bevor es weitergeht, ich muss mich entschuldigen, dieser Vlog wird heute hier in meiner bescheidenen Wohnung stattfinden. Ja, ich hätte auch viel lieber einen Vlog im Freien gemacht, aber das Wetter bietet es überhaupt nicht an. Es ist einfach nur grau und nass draußen und es schneit so den ganzen Tag schon so vor sich hin. Es ist eher, naja, vollgeschnien ist nicht, es ist eher so angezuckert, aber nee, zum draußen vloggen, nee, das kannst du vergessen. Vielleicht beim nächsten Mal oder eher wenn wieder ein Vlog im Frühling stattfindet. Was ist in der Zwischenzeit auf dem Kanal passiert? Ich habe beim guten Moreno in Südtirol meinen allerersten Travel-Vlog gemacht. War im Übrigen auch sehr geil, möchte ich auch bald wieder machen. Mal schauen, vielleicht geht sich nächstes Jahr tatsächlich Japan aus. Steht bei mir ganz oben auf der Bucketliste, aber mal sehen. Dann kam die Premiere von Bigfoot Just 3. Ja, das war ja auch ein legendärer Abend. Ich hoffe, wir werden auch bald wieder mal einen Film machen, Ananas. Dann kam Danksagung Nummer 4, war auch ein geiles Video. Dann kam The Guitar Room mit Ronnie Lizzo. Den habt ihr ja überhaupt nicht gefeiert. Dann kam mein Shred Contest Entry, da wo ich gehofft habe, dass ich von Jared Dines gesehen werde, aber nope. Dann habe ich eine Reaction darauf gemacht, ja, war auch nichts Besonderes. Dann kam der Flachwitz-Kalender, keine Ahnung, wie ich auf den Schwachsinn gekommen bin, aber euch hat er auch sehr gut gefallen, danke nochmal. Dann kam die Parodie vom Shred Contest und zwar die Schrott-Collab. Dazu kommt später nochmal was dazu, vor allem zu der heutigen Schrott-Collab. Oh, jetzt habe ich schon so indirekt gespoilert. Dann kam ein neuer Kanal-Trailer, der jetzt auch schon längere Zeit auf dem Kanal ist. Dann kam Berserk Metal, bis heute mein absolutes Lieblingslied, was ich aufgenommen habe. Nee, wirklich, also ob ich das nochmal überbieten werde in Sachen Musikvideos und generell Guitar Recording, I don't know. Und, und If Entrepreneurs Gave Guitar Lessons, also im Grunde genommen diese Andrew Tate-Verarsche, was ich da gemacht habe. Auf den anderen Kanälen, der gute Flo von Flo's Metal World hat eine Reaction auf die Danksagung Nummer 4 gemacht, da habe ich nämlich ihn parodiert. Dann habe ich mit Deno Denowski, da habe ich bei ihm ein Gitarrensolo bei Strichnin, auf einem Song, der Strichnin heißt, habe ich ein Gitarrensolo gespielt. Dann beim Lester Mitchell habe ich bei seinem Video Buy My Program habe ich mitgemacht. Bitte entschuldigt, Lo aus der Zukunft hier. Vergangenheits-Lo hat wieder mal super Arbeit geleistet, denn das Video, was er meint, heißt eigentlich Guitar Influencers Be Like. Das kam aber noch vor Bigfoot Just 3 raus. Also das liegt schon noch weiter in der Vergangenheit, als was wir jetzt hier im Vlog besprochen haben. Das Video, was er eigentlich meinte, heißt Steven Seagal The Guitar Commando. Das habe ich noch jetzt in der Zeit gemacht. Ja, jedenfalls zurück zum Programm. Dann hat mich der gute Romaldo bei der dritten Ausgabe von seinem Superformat Metal Order hat er einen kurzen Bericht über mich gebracht und ich hatte auch noch einen kurzen Gastauftritt. Und zuletzt hatte ich bei dem Thrash Metal Tutorial vom guten Faban einen Auftritt. So, und was kommt in Zukunft auf den Kanal? Oder auf anderen Kanälen? Es ist mit dem guten Eon Sun ist ein Musikvideo geplant. Oder sollte eigentlich schon lange draußen sein. Wo bleibt das Video? Auf das warten wir auch schon alle lang, Mr. Eon. Pickelmann 2 Drehbuch Fortschritte. Es ist seitdem nichts vorangegangen, tut mir leid, mir will auf Teufel komm raus nichts einfallen. Aber wie gesagt, ich arbeite daran, denn ich will ja selber, dass der Pickelman 2 irgendwann steht. Dann, wie vorhin erwähnt, den Reisevlog möchte ich durchaus auch wieder einen machen, nur wann das sein wird, kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Und was ich jetzt so vorhin angedeutet habe, was jetzt auch bald auf den Kanal kommen wird, ist die nächste Schrott-Collab. Und dieses Mal wird sie
wird sie das Thema Weihnachten haben. Und da machen auch einige bekannte Leute mit, also neben den altbekannten, also Ananas, Octoman, Faban und so weiter. Diesmal machen unter anderem der Simon Smith, Rex Candy und Illustra Cover und dann noch einige andere mit. Also das wird sogar eine ziemlich große Collab. Was habe ich in der Zwischenzeit wieder geguckt? Ich konnte endlich die Harry Potter Reihe beenden. Mir haben nämlich noch vor kurzem die letzten 2 Harry Potter Filme haben mir gefehlt, also Heiligtümer 1 und 2. Der erste Heiligtümer des Todes war ja so ganz okay, aber welcher hingegen richtig gut war, war der letzte, also Teil 2. Und vor allem das Ending, als Harry, Hermine, Ron, als die selber auf einmal erwachsen wurden, boah, da habe ich echt schon fast so ein Kloß im Hals bekommen. Also die letzten 2 Harry Potter Filme könnte ich definitiv ansehen, vor allem den letzten. Dann habe ich die Serie von The Last of Us fertig gesehen. Boah, okay, ich muss sagen, ich war sehr überrascht von der Serie. Sie hat sich zwar ein paar Freiheiten genommen, die so in der Serie jetzt nicht passieren, also so Ereignisse oder Details. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen hat die Serie einiges sogar besser gemacht als das Spiel selber. Also wenn ihr schon mal Gedanken gespielt habt, die Serie von The Last of Us zu schauen, ich kann sie nur empfehlen. Also schaut sie definitiv. Oh, dann habe ich lustigerweise gleich 2 Nicolas Cage Filme geguckt. Einen sehr geilen und einen sehr schlechten davon. Fangen wir mit dem schlechten an, und zwar Pig. Tut mir leid, aber was zur Hölle soll bitte Pig sein? Jetzt einfach beschrieben wäre es John Wick mit einem Wildschwein, mit so einem trüffelsuchenden Wildschwein, minus den Headshots, und er vergibt den Typen, der sein Schwein abschlachtet. Wenn ihr es mir nicht glaubt, ihr dürft euch gerne mal andere Reviews ansehen, das ist so ziemlich die Story von dem Film. Und er redet in dem Film vielleicht 2, 3 Worte, also Pig, sage ich ja, ich könnte euch schenken. Hingegen der andere Nicolas Cage Film, der wirklich Hammer ist, und zwar Willy's Wonderland, also ich habe den sehr gefeiert. Ja, man kann sagen, er arbeitet in so einem Chuck E. Cheese Verschnitt, also sowas in der Art wie Five Nights at Freddy's, nur mit dem Unterschied, dass Nicolas Cage den Animatronics in den Arsch tritt. Habe ich jetzt auf einmal Stimmbruch. Und, ach ja, und jetzt kommt der größte Witz bei Willy's Wonderland. Im Gegensatz zu Pig, wo er so noch 2, 3 Worte redet, in Willy's Wonderland redet er nicht ein Wort. Und Willy's Wonderland ist besser als Pig, und zwar 1000-mal besser. Also Willy's Wonderland kann ich uneingeschränkt empfehlen. Entschuldigt. Und was ich noch zuletzt gesehen habe, den Joker, also den mit Joaquin Phoenix. Also da bin ich mir bis heute noch nicht so eindeutig sicher, was ich zu dem sagen soll. Ich will nicht sagen, dass das scheiße ist, aber so richtig krass und geil wie alle tun, könnte ich jetzt auch nicht sagen. Also am besten schaut ihn euch selber an, damit er eine eigene Meinung bildet. Also für mich ist er so irgendwo 50-50. Ja. Was ist sonst noch so bei mir persönlich passiert? Ja, jetzt gibt es ein lustiges Update. Ich habe jetzt auch einen Job im Kino. Und ja, in dem Kino, wo auch Mr. Ananas arbeitet. Also wir sind jetzt nicht nur Freunde und YouTube-Kollegen, wir sind jetzt sogar mittlerweile Arbeitskollegen. Ja, also ich bin jetzt dort als Vorführer angestellt. Ist zwar jetzt nicht der Job, wo man reich nach Hause geht, aber es ist eine Arbeit, wo man doch sehr viel Freizeit für sich hat. Also für Videos habe ich auch immer noch genug Zeit, auch neben der Arbeit. Naja, oder doch eher in der Freizeit. Aber vor allem so eine geile Kollegschaft, wie ich sie im Kino habe, das hatte ich bis heute in keiner Arbeit. Also da kann man gar nicht mal sagen, dass das Arbeitskollegen sind, da kann man schon eher sagen, das sind Freunde, dass sie dort arbeiten. Also nicht nur Ananas, meine anderen Kollegen sind auch alles super. Nee, wirklich, also ich kann mich gar nicht beschweren. Also da habe ich jetzt echt mal seit langem wieder mal einen geilen Job ausgefasst. So, aber jetzt zum Schluss der Grund, warum ich jetzt wirklich so lange weg war. Und zwar, ich war von Ende September bis Anfang November in Reha. Und zwar in psychologischer Reha. Ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, da muss ich jetzt euch um Verständnis bitten. Also ich hatte meine Gründe, in Reha zu gehen. Ich muss aber sagen, sie hat mir sehr, sehr viel gebracht. Also es war im Großen und Ganzen eine sehr positive Erfahrung. Aber ob es geholfen hat, das wird sich erst so im Laufe der nächsten Wochen und Monate zeigen. Aber ich muss ehrlich sagen, mir hat es doch sehr geholfen, schon mal alleine einfach mal eine größere Auszeit von hier zu Hause und generell von den ganzen Scheiß, der hier passiert ist, einmal
einfach mal eine Auszeit davon haben. Allein deswegen war es schon wert. Also wenn ihr selber auch irgendwie so persönliche Probleme habt und ihr irgendwie merkt, es geht irgendwie gar nichts voran, Reha kann ich echt nur empfehlen, einfach allein für die Auszeit. Aber ich habe auch so für mich persönlich was aus der Reha mitgenommen. Ich habe das auch wieder hier auf den schlauen Blog aufgeschrieben. Also falls ihr euch wundert, warum ich immer so schaue. Ein Punkt, den ich für mich mitgenommen habe zum Beispiel ist, ich bin nicht perfekt, aber die anderen sind das auch nicht. Also für mich heißt das so, ich muss aufhören, für mich so immer diesen übertriebenen Leistungsdruck mir zu geben. Denn wie gesagt, ich bin nicht perfekt, aber die anderen sind das auch nicht. Also ich muss mir gar nicht so einen übertriebenen Druck machen. Auch eine sehr wichtige Weisheit, die ich von draußen mitgenommen habe, wenn nicht sogar die wichtigste für mich persönlich. Wenn etwas Schlechtes passiert, kann es mir schlecht gehen, aber ich bin nicht verpflichtet dazu. Okay, kommt auch immer auf die Tagessituation an oder die Tagesverfassung. Aber grundsätzlich, wenn dir was Schlechtes passiert, sei es jetzt körperlich oder irgendwas außerhalb passiert, irgendwas Schlechtes passiert, es kann dir schlecht gehen, aber dir muss es nicht schlecht gehen dabei. Also wie gesagt, du bist nicht verpflichtet dazu. Also wenn du merkst, ja, ich kann auch ohne damit weitermachen, dann machst du einfach weiter. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich. Was ich mir auch noch mitgenommen habe, auch wenn meine Situation schlecht ist oder war, es könnte weit schlimmer sein. Also ja, das ist auch ein Teil Dankbarkeit, den man mitnimmt. Denn auch wenn, wie gesagt, auch wenn meine Situation zu dem Zeitpunkt in der Reha schlecht war, ich habe auch Leute in meiner Gruppe kennengelernt, die hatten weit schlimmere Sachen erlebt. Ich will da jetzt nicht in die Details angehen, denn das geht wirklich nur die Leute in der Gruppe was an. Alleine daher habe ich auch so für mich so wieder eine neue Dankbarkeit so entdeckt und so auch für mich persönlich so bei Entscheidungen mehr standhaft bleiben, also einfach mehr auf die Hinterbeine stellen, wenn irgendwelche wichtigen Entscheidungen anstehen. Ach ja, und wer meinen Instagram-Account gefolgt ist, wer meinen Instagram-Account folgt, der wird wahrscheinlich schon bemerkt haben, dass ich schon öfter Bilder gemahlen habe. Das ist auch ein Ding, das ich draußen in der Reha entdeckt habe, und zwar die Acrylmalerei. Ja, das ist jetzt auch ein neues Hobby. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit jetzt leider keine neuen Bilder gemahlen, aber ich habe es definitiv vor. Jetzt, wo ich so nachdenke, das würde sich ja sogar entweder für einen Vlog oder sogar für ein eigenes Video anbieten. Schreibt mal in den Kommentaren, wollt ihr mal ein Video sehen, wo ich einfach mal drauf losmale? Ich hätte sogar schon eine Idee sogar für 2 Bilder für 2 Konsorten, die öfter den Kanal sehen. Aber schreibt mal in den Kanal, würde euch das interessieren? So, und damit jetzt auch nicht zu viel Zeit wieder nach der Schrott-Collab vergeht, habe ich mir gedacht, wir machen wieder mal ein Q&A. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen unoriginell. Es gab ja auch schon einen Q&A damals zum 200 Abo-Special. Nur das 200 Abo-Special, das ist jetzt auch schon, ich glaube, 4 Jahre oder 5 Jahre sogar schon her. Also da ist jetzt schon sehr, sehr viel Zeit verstrichen und da ist auch dementsprechend viel passiert. Wenn ihr wollt, dass ein Q&A stattfindet, lasst eine Frage da und lasst bitte bei der Frage den Hashtag AskLow2 da. Ihr könnt die Frage auf Deutsch oder auf Englisch reinstellen, ich werde sie dann auch dementsprechend beantworten. So, und jetzt nochmal die Nachricht an die internationalen Zuschauer. To my international viewers, we're doing a Q&A. Simply post your questions in the comment section and please add the hashtag AskLow2, either in English or German if you want to, and I will answer accordingly. The Q&A will most likely be out in New Year, so around January. Das Q&A wird so im Neujahr herum, also Jänner herum wird das wahrscheinlich kommen. Also wenn ihr das wollt, lasst eine Frage da mit dem Hashtag AskLow2. Ja, und ich glaube, das war's für diesen Vlog. Mehr fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr ein. Ich entschuldige mich nochmal, dass das jetzt so lang gedauert hat und ich hoffe, das wird jetzt wieder schneller mit den Videos vorangehen und auch mit den Vlogs. Denn ich will ja selber auch wieder welche machen. Wenn ihr jetzt bis dahin geguckt habt, sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.